Hallo, schön, dass du da bist für unsere evangelische Stadtmission Johannes Challenge. Wir sind heute in Kapitel 4 angekommen. Es ist eine sehr schöne Geschichte und ich freue mich darauf. Falls du mit das Johannes-Evangelium nicht so betraut bist, gibt es einen super Überblick im Internet, das heißt das Bibelprojekt. Der Link ist hier unten. Es gibt einfach einen Überblick über das ganze Buch von Johannes mit einer grafischen Darstellung, das ich ganz genial finde. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und wenn du das Johannes-Evangelium in der letzten Zeit nicht gelesen hast, vielleicht ist es eine Weile her oder was auch immer, dann möchte ich dich ermutigen, auf den Pause-Knopf zu drücken und es gleich kurz zu lesen. Also, wenn ich die Geschichten von Jesus in der Bibel lese, bin ich immer wieder erstaunt, wie er Menschen begegnet. Es ist wirklich der Wahnsinn, wie unterschiedliche Menschen mit ihm in Kontakt kommen und wie er damit umgeht. Und das ist, was wir hier in Kapitel 4 haben, auch ist eine Begegnung. Jesus hat die Menschen einfach umgehauen, wenn er die begegnet ist. Er hat Zeit mit den Leuten verbracht, er hat die Leute ausgesucht, er hat etwas ganz Besonderes mit jeder Einzelne vorgehabt. Und in dieser Geschichte ist Jesus mal wieder unterwegs. Wir lesen in Vers 4, er musste aber durch Samarien reisen. Wir sehen hier auf einer Karte, wo Samaria liegt. Also Judäa ist unten, da war Jesus mit Johannes der Täufer und seine Jünger, vermutlich am Jordanfluss, das ist auf der einen Seite, sieht man. Und er wollte nach Galiläa gehen. Also normalerweise die frommen Juden würden nicht über Samaria gehen, die würden an der anderen Seite vom Jordan gehen, um nach Galiläa zu kommen. Es heißt ja aber, dass Jesus durch Samaria reisen musste. Nicht geografisch. Er musste dadurch reisen, weil es eine Frau gibt, die er begegnen wollte. Und das ist unsere Geschichte. Er kennt diese Frau, aber sie kennt ihn nicht. Und sie kommen ins Gespräch und es ist ein ganz interessantes Gespräch, besonders für die Frau. Und sie ist umgehauen. Er weiß Dinge über sie, die sie nicht glauben kann. Und sie ist ganz baff. Und zu einem gewissen Punkt in dieser Geschichte, denke ich, kriegt sie ihre Kinnlade wieder zu und macht einen klassischen Themenwechsel. Und sie sagt dann in Vers 20, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Wow, das ist wirklich was Besonderes. Und ich stelle mir vor, wenn ich einfach in meinem Alltag, sie hat Wasser geholt und da begegnet sie ein Mann, das ist nicht normal für sie, und kommt ins Gespräch mit ihm, das ist auch nicht normal. Und sie sieht, dieses ist ein ganz besonderer Mann, nicht nur irgendwelcher. Du bist ein Prophet, er kennt sie. Und sie hat eine Frage. Und ich habe mich überlegt, was würde ich ihn fragen? Was würdest du ihn fragen? Das ist eine gute Frage. Und ihre ist auch eine gute Frage. Sie will wissen, wie kann ich Gott richtig anbeten? Das ist vielleicht etwas, das wir uns auch selber fragen sollten. Das ist, was mich jetzt in dieser Geschichte fasziniert hat, ist diese kleine Gespräche in Vers 20 bis 24. Ich möchte hier nicht auf die Frage gehen, was ist Anbetung? Da reden wir in der Stammis ziemlich viel darüber. Es gibt auch ein super kleines Booklet von Unser täglich Brot. Das heißt, was ist Anbetung? Das kann man auch bestellen, kostenlos. Einfach ein Mail schicken an deutsch@odb.org und es wird zugeschickt. In dieses Buch gibt es auch eine kleine Definition von Anbetung, das ich sehr gut finde. Es heißt dort, Anbetung ist eine Haltung des Dankens, des Preisens, der Liebe, des Staunens und die vollkommene Abhängigkeit von Gott. Anbetung ist eine Antwort darauf, wer Gott ist. Ich glaube, das sagt es ziemlich gut aus. Also zurück zu der Geschichte hier. Jesus und diese Frau sind am Reden und sie stellt ihm die Frage. Und Jesus geht auf diese Frage ein, aber er sagt mehr oder weniger, ja, das ist eine gute Frage, aber der falsche Ansatz. Es geht nicht darum, ob du in Jerusalem bist oder ob du hier in Samaria bist. Es geht nicht darum, ob du in den Bergen bist oder in der Stadt. Das ist nicht wichtig. Es ist auch nicht wichtig, ob du in der Gemeinde bist oder ob du zu Hause bist, bei der Arbeit, in der Schule.
was du magst. Du kannst eine Haltung der Anbetung haben, überall und zu jeder Zeit. Und Jesus geht dann ein bisschen weiter und sagt, worauf es wirklich ankommt. Er sagt das in Vers 24 hier. Denn Gott ist Geist, deshalb müssen die, die ihn anbeten wollen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Geist und Wahrheit, das ist eine Kombination von Worten, die wir nicht so oft gebrauchen. Aber für Johannes war das sind Begriffe, die er sehr gerne gebraucht, sowohl in seinem Evangelium als auch in seinen Briefen. Und ganz ehrlich gesagt, um eine ausführliche Erklärung zu bekommen, was bedeutet es, Gott im Geist und Wahrheit anzubeten, wenn du das haben willst, dann möchte ich dir aufs Herz legen, das erste Brief von Johannes zu lesen. Es sind 5 Kapitel, dauert vielleicht eine halbe Stunde, wir haben alle Zeit gerade. Lies das mal durch mit der Frage, was bedeutet es, dass ich Gott im Geist und in Wahrheit anbete. Aber ein paar kurze Gedanken dazu trotzdem. Stefan hat letzte Woche Kapitel 3 von Johannes ein bisschen betrachtet und da geht es viel um Geist. Also Jesus redet mit Nikodemus und sagt, dass es gibt ein Leben, das mehr ist als der Leben hier, die wir sehen und jeden Tag erfahren. Es gibt ein geistliches Leben. Er sagt zum Beispiel, Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen. Der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Das ist Geist. Es ist mehr als das Hier und Jetzt. Es ist ein Herzensanliegen. Es ist etwas, das von uns herauskommt, wenn wir über Anbetung reden. Es ist nicht einfach etwas, das wir tun, es ist die Haltung. Und das ist wichtig zu wissen. Und eben aus der 1. Johannesbrief heißt es, aber ihr habt den Heiligen Geist von Gott empfangen und er lebt in euch. Deshalb braucht ihr niemanden, der euch lehrt. Der Heilige Geist wohnt in uns, die wir uns als Nachfolger Jesus bezeichnen. Und er wird uns zeigen, was es bedeutet. Und er tut das auch. Er gibt uns die Impulse, überhaupt Gott anzubeten. Und das ist diese Komponente von Geist. Aber es gibt eine zweite Komponente, Wahrheit. Wahrheit ist etwas Sachliches. Es hat mit Realität zu tun, mit das, was wir sehen. Man kann es aufschreiben und quantifizieren. Es ist eine ganz andere Sache als das Herzensteil. Und diese zwei Begriffe zusammen geben eine gute Ausgewogenheit, wie unsere Anbetung sein sollte. Nicht zu weit in die eine Richtung, nicht zu weit in die andere Richtung, sondern beide Elemente. Aber es gibt auch noch etwas ganz Besonderes. Und das ist eben, wie Johannes mit diesem Begriff Wahrheit umgeht in seinem Evangelium. Es gibt der berühmte Vers, wo Jesus sagte in Johannes 14, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Jesus sagte nicht, ich kenne die Wahrheit oder ich habe die Wahrheit. Er sagte, ich bin die Wahrheit. Und so, wenn wir Gott in Wahrheit anbeten wollen, dann geht es unweigerlich nur über Jesus. Er ist die Wahrheit. Es gibt natürlich auch in 1. Johannes einiges über Wahrheit. Eben nochmal einfach die Ermutigung. Nimm die Zeit und lies das mal durch. Es tut gut. Also in unserer Geschichte, die Frau am Brunnen, sie hat es nicht wirklich gecheckt. Sie hat Jesus zugehört und war fasziniert von ihm. Aber sie sagt zu ihm dann, ja, der Messias wird kommen und wird uns das alles erklären. Weil sie hat es noch nicht begriffen. Aber Jesus sagte, ich bin es, ich bin der Messias. Und das ist was ganz, ganz Besonderes an dieser Geschichte. Das ist das erste Mal, dass Jesus sich öffentlich sagt, ich bin der Messias. Und er tut das zu einer Frau an einem Brunnen in Samarien. Das ist ganz besonders. Er geht aus seinem Weg, um Menschen zu begegnen. Und das tut er heute noch. Vielen Dank für das Zuhören. Gott befohlen. Hallo zusammen. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ihr möchtet, dürft ihr euch gerne hier noch weitere Videos anschauen. Ansonsten könntet ihr beispielsweise auch diesen Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr. Wir würden uns besonders freuen, wenn ihr anderen von diesem Kanal erzählt, die vielleicht gerade selbst auf der Suche sind, selbst wissen wollen, ist an dieser Sache mit Gott was dran. Und jetzt wünschen wir euch Gottes Segen.